Ich bin Franziska Heinsch. Ich bin Aktivistin und setze mich für soziale und ökologische Themen ein. Wer bezahlt die Zukunft? Das ist eine Frage, über die wir heute entscheiden müssen. Und ich habe eine ganz klare Position dazu. Sicherlich kann ich damit nicht für alle in meiner Generation sprechen, aber klar ist, die Entscheidungen, die wir heute fällen, werden alle in meiner Generation maßgeblich beeinflussen. Hat man früher immer so an fliegende Autos gedacht. Und jetzt ist Zukunft Klima und Umwelt und wie es in der Politik sein wird. Ist das jetzt wirklich die erste Generation an Kindern seit Jahrzehnten, die belastet aufwachsen? Gucken wir in die Zukunft, dann könnte es noch viel schwieriger werden, alle Menschen satt zu bekommen. Frust über die Politik, Angst vor der Zukunft. Das in einer Zeit, in der nicht nur Europa taumelt. Wie die Zukunft aussieht, ist für mich eine Frage von Gerechtigkeit, aber auch eine Frage, wer überhaupt entscheiden darf. Und damit letztendlich auch eine von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Also wer formt die Gegenwart und dementsprechend auch die Zukunft und wer fällt dabei hinten über. Und gerade wenn ich daran denke, dass in einem reichen Land wie Deutschland immer noch Menschen in Armut leben, gerade nicht wissen, wie sie bis ans Ende ihres Monats mit dem Geld auskommen, was sie für ihre Arbeit erhalten, oder dass sie Angst haben, im Alter arm zu sein. Da muss ich ganz einfach sagen, genau das sind diese Machtfragen der Gegenwart, aber noch viel mehr der Zukunft. Millionen Menschen in Deutschland haben Angst. Sie haben Angst vor dem Brief des Energieversorgers, der die Preise verdoppelt oder sogar verdreifacht. Wir haben eine hohe Inflation und das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer werden. Wenn ich 1.500 verdiene, wie soll ich da was zurücklegen? Lebensmittel spenden. Nur so kommen einige noch über die Runden. In Deutschland haben allerdings sehr wenige sehr viel. Und diese Ungleichheit ist in den letzten Jahren noch mal deutlich größer geworden. Selbst liberale Wirtschaftsinstitute sehen inzwischen eine Gefahr. Wer bezahlt die Zukunft? Wofür brauchen wir Geld? Dann ist die Frage, wo kommt es her und wo soll es hin? Und bei wo kommt es her ist auch die Frage, wer hat es? Und dann gibt es Menschen wie mich, die es haben. Ich möchte besteuert werden, weil das ein demokratisches Mittel ist, Vermögen so zu verteilen, dass es in die öffentliche Infrastruktur fließt, die wir als Gesellschaft brauchen. Steuern sind ein demokratisches, legitimes Mittel, um dafür zu sorgen, dass Geld im Staat für die öffentlichen Infrastrukturen ausgegeben wird. Mit einer absoluten Selbstverständlichkeit wird Arbeit besteuert. Mit einer absoluten Selbstverständlichkeit wird Konsum besteuert. Warum nicht Vermögen? Warum wird es nicht besteuert? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich glaube ganz im Gegenteil, das wäre eine gute Möglichkeit dafür zu sorgen, das gesamte Steuersystem so zu gestalten, dass mehr Geld hineinfließt in die Steuerkasse, aber nicht immer von denen, die sowieso schon die ganze Last tragen, sondern dass endlich mal die wirklich auch in die Verantwortung und in die Pflicht genommen werden, die tatsächlich das Geld haben. Und das sind vermögende Menschen wie ich. Die oberen 10% der Bevölkerung besitzen 2/3 des gesamten Nettovermögens. Das reichste Prozent, also rund 800.000 Deutsche, besitzt 35% der Vermögen. Jeder von ihnen ist Millionär. Die unteren 50% der Bevölkerung besitzen dagegen gerade einmal 1,3% der Vermögen. Viele davon haben gar nichts oder sogar Schulden. Was hier wächst, ist eher die Armutsquote. Sie stieg in den letzten Jahren stetig an. Ich glaube, eine Vermögensteuer wäre wichtig. Das, was man in Deutschland vormals Lastenausgleich nannte. Damit hätten wir eine Möglichkeit, ohne Wachstum Schulden zu tilgen. Zweitens wird die Welt gerechter, wenn wir die Vermögensspitzen abschmelzen. Dass wir heute mit der Klimakrise konfrontiert sind, haben neben dem, wie Unternehmen agieren, vor allem wenige übermäßig reiche Menschen zu verantworten. Also diejenigen, die übermäßig viel konsumieren, übermäßig viel fliegen, in einer Größenordnung, in der wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können und die damit den größten Anteil an dieser Krise tragen. Und dementsprechend sollten sie auch diejenigen sein, die den größten Teil zur Bewältigung dieser Krise beisteuern. Die internationale Organisation Club of Rome setzt sich seit 1968 für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. In ihrem jüngsten Bericht fordert die Expertenrunde eindringlich die Umverteilung der Vermögen, Beispiel Deutschland.
10% der Deutschen besitzen 67% der Vermögen. Hohe Steuern sollen dazu führen, dass den reichsten 10% nur noch 40% der Vermögen gehören. Damit soll der Zusammenhalt der Gesellschaft verbessert werden. Und diese Umverteilung wäre auch für das Klima gut. Denn die reichsten 10% auf der Erde verursachen fast die Hälfte der weltweiten Emissionen. Umverteilung ist für einen Sozialstaat unserer Prägung ein wesentliches Element. Wir machen das auch in einem nicht geringen Maße. Man kann dann immer noch darüber diskutieren, läuft das überall tatsächlich in die richtige Richtung. Die Vermögenssteuer sollte alle Arten von Vermögen möglichst gleichmäßig belasten, sonst setzt sie Anreize, bestimmte Arten von Vermögen zu bilden und andere nicht. Und das ist ganz schwer in den Griff zu kriegen, dieses Problem. Also ich kenne kein internationales Vermögenssteuersystem, das damit richtig umgeht. Und das wäre aus meiner Sicht ein Grund zu sagen, lasst uns über die Einkommenssteuer und die Spitzensteuersätze vielleicht reden. Das kann man tun. Eine Vermögenssteuer als Instrument, ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Das wäre Symbolpolitik, die muss man auch manchmal machen. Extremer Reichtum hat stark zugenommen. Es ist für Reichere einfacher, Neuvermögen zu bilden, weil sie einfach mehr Einkommen beiseite legen können. Interessant ist vielleicht, dass so in der ökonomischen Analyse, in den OECD-Analysen, aber auch der allgemeinen ökonomischen Analyse, dass es so ist, dass Vermögenssteuern durchaus effizient sein können. In dem Sinne, dass sie weniger verzerren, zum Beispiel als Steuern auf das Arbeitseinkommen. Und wir machen es auch so in Deutschland. Raten wir in unseren OECD-Wirtschaftsberichten, in denen wir eben auch wirtschaftspolitische Beratung machen, der Bundesregierung eigentlich seit Jahren bestimmte vermögensbezogene Steuern vielleicht mehr zu nutzen. Was halte ich persönlich von einer Vermögensabgabe? Nicht so wahnsinnig viel. Wenn, dann müssten wir versuchen, an der Struktur der Wirtschaft was zu ändern, dass nicht immer so Riesenprofite bei wenigen großen Unternehmen auflaufen. Vermögensteuer ist sehr beliebt, weil ich glaube, man kann sich dann immer vorstellen, oh, das sind große Vermögen, die da besteuert werden und ich falle da nicht drunter. Und die Erbschaftssteuer ist unbeliebt, weil alle Angst haben, dass sie besteuert werden. Ganz praktisch ist meiner Ansicht nach eine Erbschaftssteuer besser durchzusetzen, weil man eben nicht jedes Jahr Vermögen neu bewerten muss, was super, super schwierig ist. Und wir haben sie auch bereits. Bei der Erbschaftssteuer ist nur das Problem, dass da einmal große Löcher drin sind. Und da sind einfach Schlupflöcher drin und wieso die nicht zumachen. Und wenn man dann sagt, man hat noch ein Problem, dann kann man immer noch sich die Vermögensteuer angucken. Erben ist ungerecht, weil irgendeine Person aufgrund des Familiennamens ein unglaubliches Vermögen bekommt und die gesamte Macht, die damit einhergeht und die gesamten Lebenschancen. Einfach so. Und es wird nicht besteuert. Das macht Erben richtig ungerecht. Wenn wir große Erbschaften haben, die wir groß besteuern, dann ist es vielleicht ein anderes Thema. Aber momentan gehen viel zu viel Macht und Lebenschancen mit Vermögen einher. Und das hat mit Demokratie nichts zu tun. Also Vermögensübergänge stärker zu belasten, das kann ich mir vorstellen. Wir haben eine Erbschaftssteuer, die im internationalen Vergleich sehr zurückhaltend ist. Wenn man guckt, was andere Länder machen, die ansonsten eher wenig umverteilen, Großbritannien, USA, angelsächsisches Modell, eher marktliberal, die haben doch sehr nennenswerte Erbschaftssteuern. Also die Vermögensübergänge von einer Generation auf die nächsten werden sehr viel höher belastet als bei uns. Da gibt es gewisse Spielräume, ja. Also heute haben wir in Deutschland eine sehr hohe Vermögenskonzentration und dieses Vermögen liegt großenteils bei Unternehmen, bei Familienunternehmen. Und wenn man dann ein paar sehr wohlhabende Unternehmen hat, die ganz, ganz viel Cash auf der hohen Kante haben, dann gibt es einfach nicht mehr so einen guten Wettbewerb in der Wirtschaft. Weil diese Unternehmen natürlich viel mehr investieren können, viel mehr ausgeben können für ihre tagtäglichen Produkte, als neue Unternehmen, die in den Markt kommen. Und dann sage ich, okay, vielleicht wollen wir die ein bisschen mehr besteuern, damit deren Geld wieder in Umlauf kommt und wir wieder einen Wettbewerb haben. Wie kann man effizienter besteuern? In dem Sinne, wie kann man diejenigen besteuern, die das auch eher tragen können? Und wie kann man eher Steuern erheben, die nicht dazu führen, dass irgendwie
wirtschaftliche Aktivität zu stark übermäßig gebremst wird. Also ein Beispiel sind dafür Grundsteuern, die benennen wir gerne immer wieder, weil sie eben auch so ein bisschen abschöpfen, diese Erträge, die Immobilienbesitzerinnen und Besitzer haben, wenn einfach nur die Preise steigen, ohne dass sie jetzt sehr viel dazu beigetragen haben. Wir haben genügend Wohlstand, er ist halt falsch verteilt. Und dieser Wohlstand basiert halt darauf, dass viele, viele Menschen nicht genug haben und einige Menschen dafür umso mehr. Und ich glaube, diese Verteilungsfragen zeigen, dass immer, wenn von so einem Wir gesprochen wird, um das es dann ganz häufig geht, wir beim Klimaschutz, wir Menschen und wir als Generation bei der Rente oder so, dass man schon immer ganz schön aufpassen muss, wer eigentlich dieses Wir sein soll. Weil es gibt dieses kollektive Wir in keiner Form. Es gibt eigentlich immer Fragmente und Unterschiede zwischen den Leuten, wenn man genauer ranzoomt. Ja, ich glaube, eine Klimabewegung hat die letzten Jahre wahnsinnig viel mobilisiert und symbolisch geschafft. Aber wenn wir uns anschauen, ob das eigentlich an den Machtverhältnissen, in denen wir leben, was geändert haben, dann müssen wir es ganz klar mit Nein beantworten. Eine Klimabewegung gehört halt rein in die Betriebe, sie gehört an die Bushaltestellen, sie gehört an die Werkstore und muss dort mit Menschen sprechen und muss die für sich gewinnen und an Bord haben, deren Interessen eigentlich im Zentrum stehen müssten, aber vor allen Dingen, die auch die Hebel zur Veränderung in der Hand haben. Und ich glaube, insofern ist es gar kein Weg weg von der Klimagerechtigkeitsbewegung oder anderen Kontexten, sondern mehr ein Fokussieren auf die Frage, na, wie geht denn das eigentlich? Weil natürlich kann ich symbolische Demonstrationen veranstalten und dann stehe ich ganz sicher moralisch auf der richtigen Seite und alle werden sagen, boah, die Franziska, die hat wirklich, ja, die opfert sich so auf für die Welt. Und am Ende habe ich nichts dadurch gewonnen, weder für mich noch haben wir irgendwie an diesem System was gerüttelt. Ich erlebe es eigentlich kaum, dass ich direkt angefeindet werde. Ich glaube, es ist schon auch so, dass ich eine politische Position habe, die jetzt nicht alle teilen. Das, was, glaube ich, viel mehr passiert, ist, dass Klimaaktivistinnen und damit auch ich irgendwie als entscheidende GegnerInnen von allen möglichen Leuten, die halt morgens zur Arbeit fahren müssen, dargestellt werden oder so. Und ich glaube, diese vorgeschobenen Gegnerschaften, die finde ich viel präsenter eigentlich. Dass ganz, ganz viele Menschen ganz überrascht sind, wenn es darum geht oder auch wenn ich davon spreche, dass Klimaaktivistinnen jetzt halt mit Gewerkschaften gemeinsame Sachen machen. Was mache ich so den ganzen Tag? Ja, also ich schreibe über die Dinge, die mich interessieren und mich umtreiben. Ich rede darüber. Ich versuche, Kämpfe zu befeuern und zu unterstützen und größer zu machen und gewinnbarer zu machen. Und das heißt, mein Alltag ist eigentlich sehr geprägt von dem, worüber ich hier spreche. Nämlich einem Nachdenken und einem Machen und so darüber, wie es eigentlich in Zukunft hier aussehen kann. Ich glaube, dieser ganze Aktivismus bringt mich schon häufig an Grenzen, manchmal auch darüber hinaus. Weil es ist einfach herausfordernd und es ist eigentlich ein ständiges Konfrontiertsein mit Entscheidungen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, sie gar nicht treffen zu können. Ich finde auch, dass mich der ganze Spaß wahrscheinlich ein bisschen ernsthafter gemacht hat. Aber vor allen Dingen glaube ich, und das ist irgendwie das für mich Entscheidendste, dass mir schon auch ein krasses Vertrauen darin gegeben hat, wie handlungsfähig ich eigentlich bin. Ich meine, ich habe in der Arbeit, die ich mache, in all den Sachen, die ich mache, ein unglaubliches Privileg, einfach sau viele Menschen kennenlernen zu können und eine Wut teilen zu können, Wut auch erzeugen zu können bei anderen, die vielleicht zu einer Hoffnung umzukehren, aber vor allen Dingen mit Menschen gemeinsam die eigene Handlungsmacht zu spüren. Und darin liegt ganz, ganz viel Freiheit und Spaß und Hoffnung und so weiter. Natürlich ist es anstrengend und natürlich heißt es, immer wieder gegen die gleichen Wände zu rennen, sich eine blutige Nase zu holen und dann direkt nochmal dagegen zu rennen und sich zu denken, hey, vielleicht gibt die Wand dieses Mal nach. Ich würde aber diese Kosten gar nicht so groß machen, weil am Ende, was gewinne ich darin? Naja, also ich glaube daran, dass wir da gewinnen können und ich gewinne eine Perspektive darauf, dass sich ein Leben in dieser Gesellschaft ändern kann. Und dass es dass es eine Gesellschaft gibt, in der Wohlstand gerecht verteilt ist. Dass es eine Gesellschaft gibt, in der ich und in der wir über unsere direkten Lebensumstände einfach entscheiden können. Ich finde,
finde, was Reiche und Vermögende zur Lösung der Krisen unserer Zeit beitragen, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist eben, was die überwältigende Mehrheit der Menschen in Zukunft für ein Auskommen hat, ob sie eins hat. Und in einer alternden Gesellschaft wie in Deutschland ist Rente dabei ein total zentrales Thema. Darüber wird zwar viel diskutiert, es wird viel problematisiert, dass die Rente für ganz, ganz viele Menschen schon längst nicht mehr zum Leben ausreicht, aber von einer Lösung und einer wirklichen Antwort darauf sind wir dann doch wieder ganz schön meilenweit entfernt. Immer weniger Junge müssen immer mehr Alte finanzieren. Es könnte zu Verteilungskämpfen kommen. Wenn in den nächsten Jahren die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, droht das System zu kollabieren. Die gesetzliche Rentenversicherung benötigt die Millionäre. Die Altersarmut werde tendenziell steigen. Die jungen Beitragszahler ahnen, dass ihnen etwas vorgegaukelt wird. Wir müssen uns jetzt auch noch mit einem System, was einfach nicht für eine lange Zeit geschaffen ist, rumschlagen. Ich halte es sehr wahrscheinlich, dass viele erst mit 70 oder vielleicht 75 oder mit 80 in Rente gehen. Die Rente ist natürlich ein Thema, was sich unendlich aufschieben lässt, weil es schon immer aufgeschoben wurde. Das Ungewisse, das macht mir Angst. Eine Langfristaufgabe gerade in Deutschland ist unsere Alterung. Wie wollen wir eine stark alternde Bevölkerung versorgen, wo so die mittlere Lebensaltersgruppe, die Personen, die produzieren, strukturell kleiner werden und die Zahl der Alten eben massiv wächst und dann deren täglicher Bedarf, aber auch besondere Bedarfe, Krankheitsrisiken, Pflegebedürftigkeit und so stärker hervortreten als in der Vergangenheit. Und da so die Ressourcen richtig aufzuteilen, das haben wir noch nicht voll im Blick. Altersrenten und Altenpflege tragen vor allem jene, die Steuern und Abgaben zahlen. Heute kommen auf 52 Millionen Einzahler 17 Millionen Rentner, also 3:1. 2060 werden es nur noch 43 Millionen Einzahler auf 21 Millionen Rentner sein. Dann steht es schon 2:1. Das wird Folgen haben. Der Staat muss immer mehr in die Rentenkasse zuschießen. Das Geld dafür könnte über Staatsschulden aufgebracht werden. Dadurch würde allerdings der Schuldenanteil am Bruttoinlandsprodukt immer weiter steigen. Der Wendepunkt ist das Jahr 2031. Dann geht der geburtenstärkste Jahrgang in Rente, den Deutschland je hatte. 2060 wären die Staatsschulden schon mehr als doppelt so hoch wie heute. Die Situation des Rentensystems, wenn wir so 20, 30 Jahre bei unverändertem Recht in die Zukunft schauen, soweit man das kann, die ist nicht gut. Ich rechne, und das tut im Übrigen sogar dann auch die Bundesregierung, damit, dass in 2, 3 Jahren der Beitragssatz der Rentenversicherung, der ja jetzt bei 18,6% ist, und das ist relativ niedrig, wenn wir so 20 Jahre zurückschauen, hochspringt auf 20% und dann eigentlich kontinuierlich zu steigen beginnt. So 2035 sind wir dann bei 22, genau kann man es nicht sagen und solche Vorausberechnungen sind in vielerlei Hinsicht unsicher, während das Rentenniveau schon niedriger ist als heute und danach geht es noch weiter. Irgendwann erreichen wir 25% nach meinen Berechnungen. Das wird dann so um 2050, 60 der Fall sein. Letztendlich reicht die Rente, die ganz viele Menschen heute schon kriegen, nicht zum Leben aus. Und es wird sich eher noch drastischer ausgestalten. Also unsere Arbeitswelt wird ja einfach immer disruptiver. Es sind immer merkwürdigere, prekärere und atypischere Arbeitsverhältnisse und so weiter. Also die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie unterschiedlich aber auch und eben wie dieses Rentensystem ausgestaltet sind, bedeuten für mich ganz konkret einfach, da wird nicht so viel bei rumspringen. Fakt ist, dass viele Rentnerinnen und Rentner überversorgt sind. Das sieht man ja an dem Mobilitäts- und Konsumverhalten unserer Pensionäre. Das heißt also, die Rentenknappheit betrifft eine Minderheit. Aber das ist ein ernstzunehmendes Problem, das auch nicht zu akzeptieren ist. Die Umverteilung der Rente, das wird demnächst ein politisches Thema werden. Ich glaube in der Tat, dass ein gerechtes Steuersystem nicht einfach Halt machen kann vor den Pensionären, sondern hier auch geschaut werden kann, ob nicht möglicherweise die Besteuerung viel zu hoher Renten ein adäquates Mittel ist, um denen Möglichkeiten zu gewähren, die also rentenunterversorgt sind. Es ist ja oft auch eine Schicksalsfrage, wie hoch die Rente ist. Dann muss endlich wirkliche Umverteilung stattfinden, vor der wir uns immer gedrückt haben. Ja, man kann das Rentensystem nicht gut beibehalten, aber man kann es natürlich auch nicht einfach stoppen.
Ja? Sie haben letzten Endes jedem, der da mal Beiträge eingezahlt hat, versprochen, dass es etwas dafür gibt. Und man muss eben rechtzeitig Signale dafür setzen, wie viel das sein kann, welchen Beitrag es leistet zur Lebensstandardsicherung im Alter. Rente ist für mich so eines der Themen, die wir dringend anpacken müssen und über die seit Jahren gesprochen, die seit Jahren problematisiert werden, aber die eigentlich nicht so richtig angepackt werden. Und das ist für mich, glaube ich, sehr, sehr dramatisch, wenn wir über Verteilungs- und Zukunftsfragen sprechen, weil jetzt schon klar ist, wie viele Menschen einfach in den letzten Jahren ihres Lebens auf so eine drastische Situation zuschlittern und das wird einfach so hingenommen. Und es ist auch völlig klar, das, was heute schon viele ältere Menschen betrifft, wird sich ja in Zukunft nur verschärfen. Und dieser Zustand wird aber politisch hingenommen, Jahr für Jahr und das kann einfach nicht sein. Es gibt eine einfache Stellschraube in einem Umlagerentensystem wie dem unseren, um den Druck rauszunehmen, sowohl die Beitragssätze weniger stark steigen zu lassen, als auch das Rentenniveau weniger stark sinken zu lassen. Das ist die Frage der Altersgrenze. Die Frage, wann wechsle ich aus dem Beitragszahlerstatus in den Rentner-Rentnerinnenstatus. Ganz heißes Eisen in Deutschland. Die momentane Biografie eines Menschen ist doch die, dass solange er oder sie im Erwerbsleben ist, wird die Person anerkannt und wird auch als ein gesellschaftlich nützlicher Faktor im Sinne von Produktivität und Arbeit begriffen. Und nach der Pensionierung ist Mann oder Frau plötzlich nur noch Konsument. Man sitzt dann auf dem Oberdeck des Kreuzfahrtschiffes oder fliegt um die Welt oder spielt Golf oder wurschtelt im Garten oder sonst irgendetwas. Wenn wir wirklich mal gucken, wie fit und in aller Welt unterwegs heutige, jetzt eher junge Rentner sind, das sah vor 30 Jahren anders aus. Meine soziologischen Kollegen reden gerne von so einem Defizitbild des Alterns. Ja? Wir denken an die Dinge, die alte Leute nicht können und lesen das vor allem auch ab an unseren Großeltern, an unseren Eltern. Wofür wir keinen Sensus haben, ist die Tatsache, wie sich im demografischen Wandel, speziell mit der Komponente steigende Lebenserwartung, auch Gesundheit, allgemeine Entfaltungsmöglichkeiten, Lebensmöglichkeiten Älterer verändert haben im Laufe der Zeit. Wenn dann die Schlagzeile lautet Rente mit 70, dann denkt jeder, der heute also irgendwie 40 ist, das schaffe ich nicht. Das ist aber gar nicht vorgesehen, sondern eine Zahl wie 68, die wäre vielleicht dann tatsächlich von Bedeutung. 69 oder 70, das gilt für Leute, die jetzt gerade ins Erwerbsleben eintreten würden oder sogar noch jüngere. Das würde massiv zur finanziellen Entspannung des Rentensystems beitragen. Da hat man niemanden einen Renteneuro weggenommen und niemand muss mehr einzahlen. Im Gegenteil, nur die Frage, wie lange zahle ich ein und wie lange bekomme ich eine Rente, die würde dadurch berührt. Wir haben da ja auch letzten Endes Entschlüsse gefasst, 2007 schon, dass ab 2012 die Regelaltersgrenze langsam raufgeht. Und die Regelaltersgrenze ist so ein Orientierungswert. Man kann auch früher gehen, dann kriegt man weniger Rente. Man kann auch länger arbeiten, dann bekommt man eine deutlich höhere Rente. Das wissen, glaube ich, viel zu wenige. Dieser Plan ist bis 2031 die Regelaltersgrenze von damals 65 auf 67 heraufzusetzen. Der geburtenstärkste Jahrgang der Nachkriegszeit ist dann der erste, der bis 67 arbeiten muss für die volle Rente. Das ist also relativ gut getimt. Daran muss man jetzt auch nichts mehr ändern. Die Frage ist, was machen wir danach? Im letzten Bundestagswahlkampf hat die FDP da eine neue Idee eingebracht. Sie haben das Aktienrente genannt. Das ist im Grunde ein Modell der ergänzenden kapitalgedeckten Vorsorge. Also in Kurzform heißt das Modell, Sie zahlen einen bestimmten monatlichen Beitrag für die Altersvorsorge. Ein Teil davon geht ins Umlagesystem wie bisher, in die gesetzliche Rente. Und ein bestimmter Anteil geht, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, in den staatlichen Aktienfonds.
Und zwar automatisch. Sie müssen da mit keiner Vertreterin, keinem Vertreter drüber reden. Sie müssen sich für nichts entscheiden. Sie müssen keine Produkte wählen. Es fallen keine besonderen Transaktionskosten an. Das kann direkt von Ihrem Arbeitgeber mit überwiesen werden und wird dort angelegt. Die Aktienrente wird oft als die große Lösung und das Allheilmittel fürs Rentenproblem gesehen. Da liegt mindestens der Teufel im Detail. Also die erste Frage ist, glaube ich mal, ob wir wirklich mehr Geld in Aktienmärkten brauchen. Und heute ist sehr, sehr viel Geld schon in Aktienmärkten unterwegs. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir für ganz Deutschland, für alle, die hier mal in Rente gehen, in Aktien anlegen, dann ist das ganz schön viel Geld. Und dass man das vernünftig unterbringt in Unternehmen, die man auch unterstützenswert findet, das ist gar nicht so leicht. Weil man möchte ja wahrscheinlich Unternehmen haben, die nicht die Natur zerstören oder die mit Immobilien ganz, ganz viel Geld scheffeln und ihre Mieter ausnutzen. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und meiner Ansicht nach sollte man sich das erstmal konkret angucken. Kann man das denn gut machen? In was würde man denn investieren? Und kann man dann auch noch Geld daraus bekommen, sodass die Leute auch eine erträgliche Rente haben? Klar ist für mich auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, wird das Rentensystem in Zukunft nicht funktionieren. Und umso wichtiger finde ich aber, dass wir eigentlich da ansetzen, wo der Ursprung sein kann. Nämlich, dass wir zu Berufszeiten faire Löhne erhalten, dass der Niedriglohnsektor abgeschafft wird und verschwindet. Und dass aber auch Menschen, die zum Beispiel alleinerziehende Mütter sind oder in atypischen Berufsverhältnissen arbeiten, eine Aussicht auf eine Versorgung, eine sichere Versorgung im Alter haben. Liegt ja völlig auf der Hand. Für Menschen meiner Generation ist dieses Szenario 40 Jahre lang in Festanstellung einfach nichts mehr, was es so gibt. Und wenn darauf ein Rentensystem basiert, dann muss es sich jetzt ändern. Wie wollen wir das angehen? Wir glauben, dass ein sehr, sehr wichtiger Ansatzpunkt ist, zu gucken bei den Menschen, die heute schon arbeiten, inwieweit die eigentlich ihr eigenes Geld verdienen. Wenn man darauf schaut, dann kommt man drauf, dass zwar in Deutschland sehr viele Menschen arbeiten, wir haben eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, aber viele Menschen verdienen nicht genug, um ihr eigenes Leben zu unterhalten. Und die kriegen staatliche Zuschüsse. Und da würden wir halt sagen, okay, wenn wir jetzt schon diese Herausforderung haben mit Renten, die wir zahlen müssen, dann sollte doch jeder im arbeitsfähigen Alter, der kann und will, so viel verdienen, dass er sich selbst unterhalten kann und nicht da noch staatliche Zuschüsse braucht. Und da ist ziemlich viel Luft nach oben. Wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich an Verteilungsfragen. Und dann denke ich vor allem auch an die Frage, was der überwältigenden Mehrheit der Menschen eigentlich zum Leben bleibt. Aber vor allem denke ich an die Klimakrise, weil die in ihrer Größenordnung einfach alles übersteigt und weil sie zudem all diese Fragen miteinander verknüpft und sie verschärft. Wir müssen diese Krise lösen, doch das wird auch eine Menge Geld kosten. Und die Frage ist, wer bezahlt diese Rechnung?